Oh, hallo, jetzt bin ich bei meiner Frühjahrstour auf der Altmühl von Gunzenhausen nach Treuchtlingen. Ich bin mit Jan unterwegs und auf dieser Tour hat es endlos viele Biberburgen. Sozusagen die Biberhauptstadt von Bayern, kann man sagen. Ein Bau nach dem anderen. Und leider ist die Natur dieses Jahr schon sehr weit. Ich schätze mal, wir werden einige vorbeifahren und sie gar nicht sehen. Aber ein paar werden wir schon entdecken. Kein Friedrich. Dieses Mal eine spannende Tour werden. Hier ist schon das beinahe erste Fasthindernis. Ob wir jetzt da zu zweit miteinander durchkommen, wird interessant. Da haben wir die erste Biberburg, Biberburg Nummer 1. Ich hätte was machen müssen, eine Strichliste machen, damit ich das merken kann. Und hier ist das Wichtigste bei der Tour, die Schilder, wo geht's lang. Sonst haben wir hier echt keine Ahnung. Hat immer solche Inseln drin und man sollte sich auch an die Schilder halten. Ein Riesenboot drin. Respekt doch. Angler aus, ja. Da ist die Biberburg Nummer 2. Ich frage mich nur, an wie viel wir schon vorbeigefahren sind und jetzt gar nicht mehr gesehen haben. Gut, dass hier ein Hinweisschild hat, weil in diesen kleinen Bach will man sonst gar nicht reinfahren. Da haben wir die Biberburg Nummer 3. Richtig schön kegelförmig. Eine Grenze zum Altwasser.
So, jetzt habe ich meine Steueranlage deaktiviert, dass ich weiter vorne rein kann. Mein Körper hat sich zu sehr an die Überanstrengung zu Ostern dran erinnert. Der hat einfach gesagt, nein. Ich habe so ein Allgäu, das soll einen ganz besonderen Geschmack haben. Gehen wir es mal testen. Aber es ist kein Bier. Nein, alkoholfrei. Ganz frischer Aufkleber. Dann hier noch ein paar Verstärkungen angebracht. Wo haben wir es denn? Da. Und auch hinten frischer Aufkleber. Das hätte ich Depp auf der Paar auch machen sollen. Steueranlage deaktivieren. Jetzt kommen wir weiter nach vorne. Jetzt sitze ich da viel besser drin. Erzählt habe, Bierbock Nummer 4 und die geht so richtig hoch. Auch wenn man das kaum sieht durch den Wald. Das ist schon ein Mordsbrummer. Hier ist landschaftsprägende Bäume. Die sind Biberbiss gesichert. Zu spät, man sieht es gerade noch, das ist auch wie eine Biberburg. Jetzt wieder eine schöne Biberburg, auch schön hoch, schön gleichmäßig. Ich glaube, das dürfte jetzt Nummer 6 sein, wenn ich irgendwo verzählt habe. Ein echt schönes Teil. Echt prallgeschädigt, ich sehe dauernd Hindernisse. Aber ich bin optimistisch, dass wir links dran vorbeikommen, mit viel Glück. Ja, aber wir haben Glück, wir kommen durch. Angesehen, da am Ende von der Biberrutsche, da hat es eine Biberburg. Ganz da hinten kaum zu sehen. Die nächste Biberburg, ich glaube 8, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ohne Strichliste. Ja, okay.
ist hier der legendäre Friedrich-Einstieg. Da sind wir beide runtergerutscht und der Friedrich hat es auch versucht mit seinem Festboot und Batsch hat es gemacht. Und er lag drin. Aber der zweite Einstieg hat dann geklappt mit runterrutschen. Dürfte es der 9. sein. Hier eine Biberburg, aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr, die wievielte. 10 oder 11. Ja, sagen wir mal 11. Auch eine schöne Biberburg drin. Hier auch eine richtig schöne hohe. Auch ein Vetteln, oh boing, Nahrungslos davor. So, wenn ich da hinten in die Bäume reintreibe, wenn ich mich voll darauf konzentriere.
Frage, es könnte auch nur ein Festplatz sein und keine Biberburg. Hier gab's, da hat es eine Biberburg. Gut getarnt. Schwer zu erkennen, aber da verbirgt sich auch eine Biberburg. Da ist wieder eine Biberburg. Da sind wir leider nur im Eingangsbereich, aber das geht da hinterm Busch noch weiter. Ja, vielleicht kann man das erahnen, dass ich ein bisschen rüber treibe. Mit bloßem Auge sieht man es, da geht es noch gewaltig höher. Oh ja, der ist böse, ja. Da haben wir einen Eingang zu einer Biberburg. Jetzt rauf und da oben, wo der Busch ist, da ist dann die Burg. Vor allen Dingen war wirklich auch ein Biberbau drin, super getarnt. Auch die Biberburg kann man noch kaum erkennen. So ein Mittelding, so mehr ein Erdbau mit ein bisschen Abdeckung. Auch hier eine Biberanlage. Da kann man auch ein bisschen schwer erkennen. Da hast du nochmal eine Biberburg. Die Alpen ist ja ihren Ruf gerecht geworden. Biberhauptstadt. Hurra, jetzt haben wir es gleich geschafft. Da vorne ist das Wehr. So, am Ziel der Reise angekommen, auf dem Biberfluss. Wir haben sehr viele Biberburgen gesehen, denn der Biber selber hat keinen Auftritt gemacht. Aber war wieder eine sehr schöne Tour. Aber kann man sagen, die letzten 2 Kilometer, die ziehen sich. Da meint man, die ersten Häuser sind da, man wäre am Ziel, Pustekuchen. Es geht doch gut weiter.